Weißt du, was im Supermarkt so viele falsch machen? Viele legen ihre Sachen zu früh aufs Band und stehen dann im Weg. Kennst du das auch, so dieses kleine Chaos an der Kasse? Total. Und niemand nimmt den Trenner, also diesen kleinen Plastikstab zwischen den Einkäufen. Ohne den weiß die Kassiererin gar nicht, was zu wem gehört. Das nervt, aber ist auch irgendwie lustig. Und mal ehrlich, warum fragen so wenige einfach kurz, ob es hier frei ist? Ein kleiner Satz und zack, alles ist leichter. Komisch, oder? Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wir quatschen heute über Sprechen im Supermarkt. Also, wie man nett fragt, wie man kleine Missverständnisse löst und wie man Stress an der Kasse vermeidet. Ja, hallo auch von mir. Wir machen das heute ganz praktisch mit einfachen Sätzen und wir erzählen ein paar echte Geschichten. Na ja, so peinlich und süß gemischt. Fangen wir mal mit der Kasse an, weil da passiert am meisten. Wenn ich ankomme, sage ich oft, Entschuldigung, ist hier frei? Oder sind Sie die Letzte, der Letzte? Genau, das ist super. Und wenn jemand vor dir noch lädt, sag einfach freundlich, ich warte kurz, alles gut. Dann stellst du deinen Trenner hin und gut ist. Der Trenner ist wichtig, echt. Manche nennen ihn auch Warntrenner. Wenn jemand keinen nimmt, sage ich einfach, könnten Sie bitte den Trenner legen? Das klingt höflich und klappt fast immer. Man kann auch so ein kleines Lächeln dazu geben, das hilft. Und wenn du selbst dran bist und fertig, dann stell doch einen Trenner für die Person hinter dir hin. Das ist so eine kleine nette Geste. Apropos nett, wenn die Schlange lang ist, frage ich manchmal die Person mit nur einer Sache, möchten Sie vor? Viele freuen sich total. Und ich denke mir, ach, das kostet mich 2 Minuten, aber macht den Tag schöner. Ja, und wenn du es eilig hast, kannst du freundlich sagen, Entschuldigung, ich habe nur das hier, darf ich vielleicht schnell vor? Wenn die Leute Nein sagen, ist das auch ok. Trotzdem, Fragen ist ja nicht verboten. Jetzt mal ein Wort, das viele nicht kennen, Kassenbon. Das ist der Zettel nach dem Bezahlen. Wenn du ihn brauchst, sag einfach, ich hätte gerne den Bon bitte. Und wenn nicht, sag locker, den Bon brauche ich nicht, danke. Noch so ein Wort ist Pfand. Das ist das Geld, das du extra für Flaschen zahlst und wiederbekommst. Da gibt's oft einen Pfandautomat. Du sagst dann, wo ist der Pfandautomat? Oder wo kann ich Flaschen zurückgeben? Und an der Kasse kommt oft die Frage, bar oder mit Karte? Also bar heißt mit Münzen und Scheinen und Karte ist klar, ne? Ich sag meist mit Karte bitte. Oder kontaktlos, wenn ich nur kurz tippe oder das Handy dran laut. Oh, und wichtig, manche Läden nehmen wirklich keine Karte. Ja, manche. Mir ist das passiert in so einem schicken Bioladen. Ich stand da mit vollem Korb und die sagten nur bar. Ich so, oh nein. Uff, peinlich. Deswegen kleiner Tipp, schau am Eingang kurz auf die Türen oder am Kassenplatz. Da stehen oft Aufkleber mit den Zahlungsmethoden, also ob Karte geht oder nicht. Das erspart Stress. Genau, so ein Mini-Check spart dir echt Zeit. Manche sagen ja, das wäre nur ein Hipster-Problem in der Stadt. Aber ganz ehrlich, es nervt jede und jeden, wenn das nicht klar ist. Gerade bei den Preisen heute, naja. Ja, die Preise steigen vor allem in großen Städten wie Berlin. Manche sagen, ach, ist nur so ein Szeneding, aber viele merken es im Alltag. Brot, Milch, Gemüse, das wird alles teurer. Da braucht man gute Planung. Planung hilft im Laden auch mit Sprache. Zum Beispiel, Entschuldigung, wo finde ich die Hafermilch? Oder haben Sie frischen Koriander? So einfache Fragen und schon geht's schneller. Und bei der Obst- und Gemüseabteilung sage ich oft, Entschuldigung, wie wiegt man das hier? Oder wo sind die Tüten? So kleine Plastiktüten heißen oft Obsttüten. Das Wort hilft, falls jemand fragt, welche Tüte. Noch ein Klassiker, Selbstbedienungskasse. Das kennst du selbst. Wenn etwas nicht klappt, sag Entschuldigung, können Sie mir kurz helfen? Oder der Scanner geht nicht. Immer ruhig atmen, dann kommt jemand. Ich habe da mal ein Missverständnis gehabt. Die Kassiererin sagte, haben Sie den Scanner benutzt? Und ich dachte, sie meint, ich drängle. Ich war sofort beleidigt und sagte, ich drücke mich nicht vor. Oh Mann, peinlich. Auweia? Und wie ging's weiter? Hast du's geklärt? Ja, sie meinte es echt freundlich, nur als Hinweis. Ich habe mich entschuldigt. Oh, tut mir leid, ich habe das falsch verstanden. Dann haben wir gelacht. Seitdem höre ich genauer zu und frage lieber nach. Das ist ein guter Punkt nachfragen. Du kannst sagen, meinen Sie den Trenner? Oder, wie bitte? Ich habe das nicht ganz verstanden. Das ist total okay und höflich. Jetzt kommt eine peinliche Geschichte, die viele kennen. Ich kaufte das erste Mal Kondome im Supermarkt. Ich war so nervös, ich habe die Packung unter Brot und Bananen versteckt. Und dann fiel alles auf den Boden natürlich. Oh nein, dieser Klassiker. Und dann? Der Kassierer war super nett. Er sagte leise, alles gut, kommt vor. Ich habe gelacht und nur gesagt, danke, schönes Wochenende. Seitdem denke ich, die Leute sehen so viel, es ist ihnen meistens egal. Total. Wenn's peinlich ist, hilft Humor. Du kannst sagen, uff, das war jetzt ein bisschen peinlich, oder?
Zack, die Situation ist leichter. Ein kleiner Witz macht die Stimmung besser. Sollen wir mal ein kleines Mini-Rollenspiel machen? So einfache Sätze für die wichtigsten Momente? Ja, gerne. Also, am Anfang, wenn du eine Person ansprichst, Entschuldigung, sind Sie in der Schlange oder ist hier noch frei? Sehr simpel, sehr freundlich. Dann an der Theke, zum Beispiel bei der Bäckerei. Ich hätte gern 2 Brötchen, bitte. Oder haben Sie auch Vollkornbrot? Und zum Schluss, darf sonst noch was sein? Dann sagst du nein, danke, das war's. Beim Käse, ich nehme 100 Gramm Gouda, bitte. Wenn du nicht sicher bist, sag, ich kenne mich nicht so aus, was empfehlen Sie? Das ist leicht und du lernst was Neues. An der Kasse Tüte dazu. Das heißt, ob du eine Einkaufstüte willst. Du sagst dann, ja, eine Tüte bitte. Oder nein, ich habe einen Rucksack. Achtung, die Tüte kostet oft ein bisschen Geld, so 10 oder 20 Cent. Und wenn die Kassiererin sehr schnell scannt, kannst du sagen, Entschuldigung, könnten Sie etwas langsamer scannen? Ich komme sonst nicht hinterher. Das ist freundlich und hilft total. Was ich auch oft sage, ich packe kurz um, ich brauche einen Moment. Dann nimmt die Person hinter mir Druck raus. Kommunikation ist halt alles. Jetzt kurz zum Thema Generationen, das ist ja manchmal heiß. Ältere sagen, die jungen Leute sind nur am Handy und unhöflich. Jüngere sagen, stimmt nicht, wir sind einfach anders. Am Ende hilft, einmal hochschauen, einmal lächeln, einmal kurz Hallo sagen. Genau, Respekt in beide Richtungen. Ich sag gern, möchten Sie vorbei? Oder brauchen Sie Hilfe beim Tragen? Das ist nicht alt oder jung, das ist einfach nett. Wenn du Kinder dabei hast, kommt Stress schnell. Ein Tipp, den ich liebe, nimm einen kleinen Snack oder ein kleines Spielzeug mit. Dann ist das Warten an der Kasse viel ruhiger. Eltern sagen, das ist ein echter Gamechanger. Ja, das hat mir eine Freundin erzählt. Ein Apfelstück oder ein kleines Buch und zack, weniger Drama. Und man kann sagen, wir sind gleich dran, schau mal, nur noch diese Person. Das erklärt die Situation kurz. Zurück zu den häufigen Fehlern. Ein Klassiker ist, dass man die Sachen schon aufs Band legt, obwohl die Person vor dir noch zahllaut. Besser kurz warten und fragen, darf ich schon legen? Klingt so klein, wirkt aber toll. Noch ein Fehler. Man versteht die Zahlung nicht. Die Kassiererin sagt, Karte geht heute nicht. Und man hat kein Bargeld. Deswegen wirklich vorher schauen, ob Karte möglich ist. Oder einfach fragen, geht Karte? Und wenn es doch schief geht, sag offen, oh, ich habe kein Bargeld dabei, es tut mir leid. Kann ich kurz Geld holen? Meistens ist das ok oder sie legen die Sachen zur Seite. Atmen, freundlich bleiben. Wollen wir mal ein paar nützliche Sätze sammeln, so ganz kurz nacheinander? Ich fange an, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo die Milch steht? Ich mach weiter. Ist das hier die richtige Schlange? Oder, wo ist die Information, also der Service-Schalter? Noch einer, haben Sie einen kleineren Preisbeutel? Also so kleine Tüten für Obst. Und, was kostet das Brot? Manchmal ist der Preis nicht da. An der Kasse, ich zahle bar oder ich zahle mit Karte. Kontaktlos bitte. Und dann, könnte ich bitte den Kassenbon bekommen? Wenn etwas kaputt ist. Entschuldigung, diese Tomate ist beschädigt, darf ich eine neue nehmen? Oder, diese Flasche ist undicht. So bleibt alles sauber und klar. Ich hatte mal eine Situation, da sagte die Kassiererin, haben Sie Punkte sammeln? Ich so, hä? Was? Sie meinte so eine Karte zum Punkte sammeln. Ich habe einfach gefragt, was bedeutet das? Und gut war. Genau, bei unbekannten Wörtern frag ruhig, was heißt das? Oder, können Sie das bitte erklären? Das ist keine Schande, das ist klug. Noch ein kleiner Kulturtipp. In Deutschland legen viele Leute nach dem Bezahlen ihre Sachen schnell weg, damit die nächste Person Platz hat. Man sagt vielleicht, ich packe nur kurz ein. Das zeigt, ich beeile mich. Und wenn jemand dir hilft, sag einfach, danke, super nett. Ein Danke wirkt Wunder. Manchmal sag ich auch, schönen Tag noch und dann lächeln alle ein bisschen. Wir müssen auch kurz über Selbstbedienungskassen reden. Da hilft oft, ich finde den Code nicht, können Sie helfen? Besonders bei Obst ohne Strichcode. Keine Panik, das ist normal. Und wenn du nicht sicher bist, wie man etwas wiegt, sag, wie funktioniert die Waage? Oder muss ich das vorher wiegen? Das ist besser als raten. Noch so ein Tabuthema. Leute schauen manchmal komisch, wenn man viele reduzierte Sachen kauft. Ich sag dann locker, ich liebe Angebote. Fertig. Keiner hat ein Recht auf blöde Kommentare. Apropos Angebote. Man kann auch fragen, gibt es heute ein Angebot? Oder wo sind die reduzierten Produkte? Das spart Geld und die Mitarbeitenden zeigen dir gern was. Wenn die Stimmung im Laden stressig ist, hilft Atmen und ein Satz wie keine Sorge, ich hab Zeit oder alles gut, ich warte. Das nimmt Druck weg für dich und die anderen. Und wenn doch jemand unfreundlich ist, sag neutral, könnten Sie bitte aufhören zu schubsen? Oder bitte nicht drängeln. Ruhig, deutlich, ohne Streit. Bevor wir zum Ende kommen, noch ein Mini-Dialog an der Kasse. Kassiererin, brauchen Sie eine Tüte?
Du, nein, danke, ich habe eine Tasche. Kassiererin, Bar oder Karte? Du, Karte bitte. Kassiererin, möchten Sie den Bon? Du, ja, bitte, fertig. Und wenn du Hilfe brauchst beim Einpacken, sag, könnten Sie mir kurz helfen? Oder frag die Person hinter dir, würden Sie kurz halten? Viele Leute helfen gern, wenn man nett fragt. Satt. Naus, aus, estet, os, ost, pi, ost, hu. Letzter Tipp von mir, wenn du unsicher bist, wiederhol die Info. Also, ich lege erst noch den Trenner, ja? Oder ich hole kurz Bargeld und komme gleich wieder. So wissen alle, was du machst. Und für Eltern nochmal, Snack einpacken, kleines Spielzeug mitnehmen, einmal vorher erklären, wie lange es dauert. Das spart Nerven. Und ja, auch ich nehme dann manchmal Gummibärchen, ganz ehrlich. Also, heute hatten wir viele Sätze, viele kleine Tricks und ja, auch peinliche Momente. Aber genau das macht Supermarktsituationen menschlich. Mit Höflichkeit und Humor geht fast alles leichter. Wenn euch das geholfen oder einfach Spaß gemacht hat, lasst gern ein Like da und abonniert unseren Kanal. Schreibt uns auch, welche Sätze ihr im Supermarkt nutzt. Ich freue mich total auf eure Ideen. Danke, dass ihr dabei wart. Nächste Woche geht's weiter mit einem neuen Alltagsthema. Bis dann, bleibt freundlich, an der Kasse und überall. Ciao.